Ich fange jetzt einfach mal an. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar Datenbankschnittstellen und Datenbankstreaming mit IBA PDA Version 7.2. Das ist mein erstes Webinar, also ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn es an ein paar Stellen ein bisschen holprig ist, aber fangen wir einfach mal an. Und zwar mit unserer Vorstellung. Ja, mein Name ist Detlef Maas. Ich bin im Produktmanagement bei der IBA AG tätig und kümmere mich dort um den IBA Analyzer, um die IBA Analyzer Datenbankschnittstelle insbesondere, habe also seit ewigen Zeiten mit IBA und Datenbanken zu tun, dann noch um den IBA QDR und IBA DAT-Koordinator. Unterstützt werde ich heute durch den Stefan Gödde und du stellst dich am besten selber vor, Stefan. Ja, mein Name ist Stefan Gödde. Ich bin bei der IBA AG auch im Produktmanagement tätig, kümmere mich da um das Datenerfassungssystem IBA PDA, diverse Schnittstellen, die darin enthalten sind und ja auch einige unserer Hardware-Produkte. Vermutlich dürften einige von Ihnen schon Kontakt mit mir gehabt haben in diversen Support-Angelegenheiten. Das ist auch etwas, wo wir uns als Second-Level-Support dann darum kümmern. Und ich werde Ihnen heute eine Vorführung geben, eine Live-Vorführung, wie man diese Datenbank-Schnittstelle und die Datenbank-Datenaufzeichnung verwendet. Ja, Detlef, dann übernimm mal bitte für den Präsentationsteil. Genau. Fangen wir einfach mal an. Was steht heute auf dem Programm? Was kommt in den nächsten 45 Minuten? Als erstes will ich gleich anfangen mit einer Übersicht zum IBA-System und zum Einbinden von Datenbanken, was dort insbesondere hinzugekommen ist, was es bisher schon gab. Dann gehe ich im PowerPoint ein bisschen auf die Details ein. Was ist die Datenbankschnittstelle von IBA PDA? Was ist die die Datenaufzeichnung, die DB-Datenaufzeichnung, was für Features, was für Lizenzierung, wie unterscheiden sich diese beiden Komponenten? Und dann kommen wir zum wesentlichen Teil der Live-Demo. Am Ende gibt es dann noch Zeit für Fragen natürlich hier über das Chat-Window. Und ja, das ist eigentlich das heutige Programm. Und dann fangen wir gleich an, das IBA-System, Einbindung von Datenbanken. Ich gehe mal davon aus, dass Sie alle IBA kennen und auch IBA PDA kennen. Das heißt, ich erkläre PDA immer so, dass es aus 3 Komponenten besteht. Das eine sind die Schnittstellen oder wir sagen immer der I/O-Teil. Das heißt, das Einbinden von Signalen über eine ganz große Konnektivität, viele Möglichkeiten, Daten in das PDA zu bringen. Der zweite Teil ist eigentlich die Oberfläche, das Anzeigen, Live-Anzeigen von Signalen. Es gibt dann noch das Q-Panel, aber auch die Konfiguration. Und der dritte Teil vom PDA, das ist das Datenschreiben, das Datenaufzeichnen, Speichern oder Persistieren, wie man so schön sagt. Das heißt klassisch in unserem DAT-File-Format, was es seit ewigen Zeiten gibt. Und dann hinzugekommen unser IBA HD-Server, eine Time-Series-Datenbank, um den Begriff mal zu verwenden, also ein zeitkontinuierliches Schreiben, nahtlos und sehr performant über verschiedene Aggregationsstufen dort persistiert, sodass man dort hervorragend navigieren kann, von ganz weit oben auf die Daten schauen kann und ins Detail gehen kann. Ja, da geht der IBA-Datenfluss weiter, das heißt Auswerten dieser Daten, Analysen, Offline-Analyse, da haben wir den IBA Analyzer und dem IBA Analyzer gibt es seit ewigen Zeiten eine Schnittstelle, so bin ich früher mal zu IBA gekommen, und zwar eine Datenbankschnittstelle, den IBA Analyzer DB und ein Automatisierungswerkzeug, das ist der IBA DAT-Koordinator, was hier in dem letzten Monitor ganz rechts zu sehen ist, mit dem also diese Extraktion oder Analysen automatisiert werden können. Dort bauen wir genau die Brücke vom sogenannten OT-Network zum IT-Network. Ja, hier haben wir jetzt den IBA Analyzer DB und
können so also den Datenfluss herstellen über IBA PDA, über unseren HD-Server oder das DAT-File, dann den IBA Analyzer hin zu Datenbanken. Wir haben bei den Datenbanken angefangen früher mit einem sogenannten Standardformat, was immer noch unterstützt wird, also ganz einfach 3 Tabellen, File, Channel, Segment, wo man auch ohne groß Datenbankprofi sein zu müssen, sich orientieren kann und die Daten einfach abrufen können. Um die Performance zu steigern, wurde dann irgendwann ein weiteres Format eingeführt, das sogenannte Multi-Column-Format, wo wir quasi die Kanäle nebeneinander in so einer breiten Matrixstruktur darstellen und damit also auch höhere Auflösungen sehr gut handeln können. Wir haben noch weitere Optionen, auch Binärdaten direkt in die Datenbank zu schreiben, aber da wird das Ganze dann schon etwas unhandlich. Das war der klassische Weg, wenn man also IBA betrieben hat und wollte Daten weitergeben in überlagerte Bereiche, musste man immer erstmal persistieren im IBA-Format und dann über den IBA-Analyzer gehen, mit dem DAT-Koordinator automatisiert das Ganze dort nach oben zu bringen. Seit Version 7.2 hat sich jetzt einiges getan. Und zwar haben wir in Bezug auf Datenbanken das PDA direkt angekoppelt, und zwar über 2 Varianten. Fangen wir hier an mit unseren neuen Schnittstellen beziehungsweise unseren neuen Data Stores oder Datenaufzeichnungsfunktionen. Das heißt, wir sprechen hier vom Data Streaming, direkt vom PDA in überlagerte Systeme zu bringen. Also Cloud Data Stores haben wir das Ganze auch genannt, wie zum Beispiel die Kafka, MQTT und jetzt seit einiger Zeit Datenbanken. Wir hatten damals angefangen mit SAP HANA und haben jetzt in der Version 7.2 dort viele hinzugebracht. Das heißt, dass wir direkt online live in Datenbanken schreiben aus dem PDA-System heraus. Jetzt sehen wir da unten, es hat sich auch was getan, Online Reading. Das heißt, das ist der Teil, den wir über unsere Schnittstellen bedienen, dass wir vom PDA ähnlich wie unsere ganzen Ankopplungen auch Datenbanken ansprechen können, aus Datenbanken lesen können. Aber wir können dort nicht nur lesen, sondern wir sprechen von I/O. Wir können dort auch etwas ausgeben. Wir können also auch darüber in Datenbanken schreiben. Diese beiden Varianten in Datenbanken zu schreiben, haben aber verschiedene Anwendungen. Da gehen wir gleich ein bisschen genauer im Detail drauf ein. Was für Datenbanken unterstützen wir? Ich habe gesagt, SAP HANA schon ein bisschen länger. Damit haben wir ein bisschen geübt, als In-Memory-Datenbank hochperformant dort reinzuschreiben. Aber die klassischen IBA-Kunden haben im Allgemeinen im Einsatz den Microsoft SQL Server oder Oracle. Für die großen professionellen Installationen finden wir das dann immer populärer natürlich MySQL oder die freie Variante MariaDB oder auch PostgreSQL. All diese Datenbanken unterstützen wir in dem Kontext und können damit jetzt also unsere Kunden, die bisher mit Datenbanken zu tun hatten, jetzt auch bedienen direkt aus dem PDA heraus. So, Schnittstellen und Datenaufzeichnungen. Was sind die Features und wie sieht die Lizenzierung aus? Mindestanforderung ist natürlich, auf die aktuelle IBA PDA-Version zu gehen. Hier steht 7.2.0. Wir sind mittlerweile, Stefan, bei 7.2. Wir sind bei 7.2.3 inzwischen angelangt, ja. Genau. So, das .NET Framework 4.8 wird benötigt. Die Schnittstellen basieren auf ADO.NET Data Provider. Das ist ein bisschen anders als beim IBA Analyzer, wo wir die OLEDB in den meisten Fällen oder ODBC-Schnittstellen hatten. Da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Die unterstützten Datenbanken hatte ich eben schon erwähnt, und vom IBA Analyzer DB kennen das viele, zum Beispiel bei Oracle. Da muss man einen Oracle Client installieren, um damit zu kommunizieren. Aber da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Das ist also nicht mehr das OLEDB, was man benötigt, sondern man braucht da die .NET Provider für ODP.NET. Bei der SAP HANA muss man auch die .NET Provider installieren. Alle anderen Datenbanken, das ist auch ein Unterschied zu IBA Analyzer DB, brauchen nichts weiter an Installation. Das bringen wir direkt
mit. Man muss also keine ODBC-Treiber oder so schreckliche Dinge mehr installieren und konfigurieren. Ja, die Datenbank-Schnittstelle, fangen wir damit mal an. Also im I/O-Bereich, da fängt für mich auch immer die PDA-Welt an. Lesen mit IBA PDA als Eingangsmodul. Wir haben also eine Schnittstelle, über die wir benutzerdefinierte SQL-Befehle auslösen können und dort die gelesenen Ergebnisse, also Select Statements, in IBA im PDA zur Verfügung haben, um sie auf Signal abzubilden und wie jedes andere Signal vom PDA nutzen können. Wir können also da direkt Datenbanken ansprechen über SQL-Befehle. SQL-Befehle, der Stefan zeigt das dann im Anschluss, heißt, man muss sich natürlich ein bisschen mit der Syntax auseinandersetzen. Wir haben da keinen Query-Editor oder so etwas, um die volle Flexibilität zu haben, wie so SQL-Statements aufgebaut werden können. Wir können für die Signalwerte Parameter nutzen im SQL-Statement, um das Ganze zu dynamisieren. Das heißt, man kann das Ganze kombinieren mit weiteren PDA-Kanälen und Signalen im SQL-Statement, um damit zielgerichtet bestimmte Dinge aus seiner Datenbank anzusprechen. Ja, unter den Schnittstellen gibt es auch Ausgabemodule. Wir können also hierüber auch in Datenbanken schreiben, das Ganze auch über SQL-Statements und haben dort also die volle Flexibilität, ein Insert zu machen, ein Update zu machen, das Ganze auch über SQL-Befehle, das auch wiederum kombiniert mit Parametern und können also so PDA-Variablen, PDA-Kanäle nutzen, um zielgerichtet in Datenbanken zu schreiben. Das Ganze können wir zyklisch ausführen oder getriggert, sodass die Statements entsprechend abgefeuert werden und die Lizenzierung erfolgt pro Datenbanksystem oder Datenbanktyp nennen wir das. Was ist das? Das ist also Oracle. Man braucht eine Oracle-Lizenz oder eine SQL Server-Lizenz oder eine MySQL oder PostgreSQL-Lizenz. In so einer Lizenz gibt es 8 Module, die wir damit konfigurieren können. Also 8-mal können wir uns mit der Datenbank verbinden. Ja, und es gibt dann Erweiterungslizenzen, sogenanntes One-Step-Up für mehr Module, so wie man das von anderen Modulen in PDA auch kennt. Als zweites Produkt haben wir die Datenbank Cloud oder Zeit für unsere DB Cloud Datenaufzeichnung für zeitbasierte Daten. Und zwar geht es hier darum, Signalverläufe als Zeitreihen in Datenbanken zu schreiben. Und dafür brauchen wir ein spezielles Aufzeichnungsprofil und wir können darüber dann die Datenaufzeichnung entsprechend steuern und damit auch das Format der Tabellen etwas beeinflussen. Hier im Unterschied zu den Schnittstellen ist es so, dass IBA PDA die Tabellen erzeugt. Das heißt, es ist ähnlich wie man es vom Analyzer gewohnt ist, gibt es da einen Knopf Tabellen erzeugen, als auch wenn Signale hinzukommen, können entsprechend Spalten hinzugefügt werden. Wir haben eine feste Tabellenstruktur und können die jederzeit abgleichen, ob das Ganze noch passt zu den Signalen, die ich zur Verfügung habe im PDA. Es muss eine Zeitbasis definiert werden, das heißt, in welcher Auflösung geht die Daten in die Datenbank. Und hier haben wir jetzt einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Viele Leute sagten immer, ja, wenn ich mit dem IBA Analyzer in Datenbanken schreibe, dann ja, so sonderlich hohe Auflösung kriege ich da nicht durch, es sei denn, ich schreibe in Binärformat, in Blobfelder. Hier über diese Schnittstelle kriegen wir doch sehr viel mehr Daten durch, weil wir da sehr effiziente Inserts durchführen können, indem wir sogenannte Bulk-Inserts machen. Also kriegen wir eine hohe Auflösung in die Datenbank rein. Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass da auch entsprechend Platz vorgehalten werden muss auf der Datenbank. Ja, das sagte ich gerade, in einstellbare Bulk-Inserts zur Performance-Steigerung. Auch hier erfolgt die Lizenzierung pro Datenbanksystem und es wird lizenziert nach Anzahl der
geschriebenen Signale, also in Abhängigkeit von der Datenaufzeichnung. Wesentlicher Vorteil dieser Struktur ist, dass wir natürlich die Daten in der Datenbank dann auch direkt ansprechen können. Mit dem IBA Analyzer können wir sie abfragen über SQL-Queries, als auch Reports können wir damit erstellen. Wir haben ein offenes Datenbankformat und können also da mit der IBA Toolchain munter weitermachen. Sehr, sehr interessant in dem Kontext natürlich auch der IBA Davis, um da direkt dann drauf zu gehen und Dashboards zu bauen und uns ganz einfach auf diese Daten zu verbinden. Das wird der Stefan dann gleich auch praktisch zeigen. Ich stelle nochmal die beiden Produkte gegenüber, die Datenbankschnittstelle im Vergleich zur Datenaufzeichnung, also Datenbankschnittstelle über den IO-Manager zu projektieren als Eingangs- bzw. Ausgangsmodule, wohingegen die Datenaufzeichnung bei den Datenaufzeichnungen zu projektieren ist. Hier sind die Icons dargestellt, wo man hinkommt, also der klassische Weg, Daten zu schreiben. Bei der Datenbankschnittstelle kann der Zugriff auf beliebige vorhandene benutzerdefinierte Tabellen oder Views erfolgen. Das heißt natürlich, die müssen durch den Anwender bereitgestellt werden, also über SQL-Kommandos oder über vorhandene Applikationen bereitgestellt werden. Da gibt es keinen Button Tabellen erzeugen, sondern Sie stellen die Daten bereit in einer Datenbank und sprechen die dann entsprechend an. Und bei der Datenaufzeichnung muss man das alles nicht tun. Da gibt es eine feste Tabellenstruktur, die Sie über die Archivierungsprofile steuern können und können die Tabellen einfach über PDA anlegen. Zur Schnittstelle wiederum, also dort gibt es getriggertes oder zyklisches Lesen mit beliebigen benutzerdefinierten SQL-Statements. Also hier muss man ein bisschen in die Datenbankwelt eintauchen. Wie sieht das aus? Was kann ich da für Befehle aufbauen? Es gibt da Syntax-Checks, aber man muss sich schon mit der SQL-Sprache auseinandersetzen, auch ein bisschen mit der Architektur. Das heißt, wenn ich zyklisch feuere, macht es sicherlich keinen Sinn, in extrem hohen Abtastraten auf eine Datenbank zu feuern und damit das Netzwerk lahmzulegen. Also da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, wo geht das Ganze hin? Genauso mit dem Schreiben, dass ich da irgendwo reinfeuere für hohe Auflösungen, ist das Ganze nicht so unbedingt gedacht. Das ist eher gedacht, zum Beispiel dynamisierte SQL-Statements für gezielte Updates von Tabellen durchzuführen, irgendwelche Statusfelder wegzuschreiben oder Log-Informationen zielgerichtet an bestimmte Stellen zu schreiben. Im Gegensatz dazu die Datenbankaufzeichnung, die natürlich super geeignet ist für kontinuierliches Schreiben in hohen Auflösungen auch, oder aber halt auch getriggertes Schreiben von Signalverläufen. Und dann den Vorteil bietet halt, dass das Lesen von Daten über IBA Analyzer SQL Queries möglich ist und über den IBA Davis ebenfalls möglich. Ja, ich hoffe, ich war schnell genug. Dann kommen wir gleich zur Live-Demo und ich versuche mal eben zu übergeben an den Stefan Gönne, dass er seinen Bildschirm übernehmen kann. So. So, jetzt sollte es besser funktionieren. Ich hoffe, man kann den Bildschirm gut erkennen. Ja, ich möchte Ihnen jetzt hier in ein paar kleinen Beispielen die Datenaufzeichnung und diese Datenbankschnittstelle vorführen in PDA. Damit wir hier überhaupt ein bisschen was tun können, habe ich so eine kleine Spielwiese geschaffen, so eine kleine Simulation mit virtuellen Signalen. Was Sie hier sehen, ich schalte das mal kurz an. Ja, es soll so eine kleine Maschine sein, die so ein paar zyklisch läuft und ein paar Signale einfach erzeugt. Hier oben sehen Sie so eine Geschwindigkeit, einen Sollwert und Ist-Wert, der hier immer von 0 hochläuft und dann wieder runterläuft auf 0. Und immer wenn der Nulldurchgang ist, gibt es hier so einen kleinen Puls, der den Beginn eines neuen produzierten Produktes
anzeigen soll. Product Start habe ich das hier mal genannt. Die nächsten zwei Graphen zeigen zwei Soll- und Ist-Wertpärchen, einen Zug habe ich es mal genannt und hier ein Digitalsignal, was eine Schwellwertüberschreitung anzeigen soll und eine Temperatur, die hier auch so ein bisschen vor sich hin driftet. Auch wieder ein Digitalsignal für eine Schwellwertüberschreitung. Und die zwei unteren, das sind jetzt ein Produktident, also eine Textinformation. Jedes neue Produkt hat jetzt hier einen fortlaufenden Identen, der wird hier einfach hochgezählt und dazu noch eine Kundeninformation. Also einfach, dass hier ein bisschen Bewegung reinkommt und so ein zyklischer Produktionsprozess gezeigt wird. Wir fangen mal an mit der Datenaufzeichnung. Ich fange hier einfach mal frisch an, eine neue Datenaufzeichnung zu projektieren. Wenn Sie eine Lizenz für eine Datenbank-Datenaufzeichnung haben, egal welche, dann erscheint hier in diesem Datenaufzeichnung hinzufügen Dialog dieser Punkt DB Cloud zeitbasierte Datenaufzeichnung. Die fügen Sie einfach hinzu, wie Sie das von anderen Datenaufzeichnungen auch kennen. Das erste wäre mal hier den Datenbanktyp einzustellen. Wir haben uns jetzt hier in unserem Beispiel für SQL Server entschieden, weil das, denke ich, die am meisten verbreitete Datenbank in unserem Kundenkreis ist. Sie sehen schon, diese Verbindungseinstellungen, die ändern sich dann je nach Datenbanktyp, weil hier andere Verbindungsinformationen einfach notwendig sind. Ja, wir bleiben hier mal bei der SQL Server Datenbank. Als nächstes wäre die Serveradresse hier einzustellen. Da ich meinen Beispiel SQL Server hier auf dem gleichen Rechner laufen habe, findet er das über die Registrierung direkt. Wenn das auf dem anderen Rechner ist, müssten Sie hier den Pfad manuell eingeben. Ich verwende von diesen verschiedenen Authentifizierungstypen den klassischen SQL Server Authentifizierung mit Benutzername und Kennwort. Ich gebe hier die Informationen mal ein. So, und wenn die stimmen, dann ruft er hier auch automatisch die verfügbaren Datenbanken ab. In dem Fall habe ich hier nur eine zur Verfügung, nennt sich IBA. Die Verbindung kann ich jetzt hier auch testen. Mir wird eine Bestätigung ausgegeben, inklusive der Version der Datenbank, mit der ich mich hier kontaktiert habe. So, jetzt müssen wir uns ja irgendwie um diese Tabelle kümmern, wo wir unsere Daten reinschreiben wollen. Dazu, ja, wenn wir verbunden sind, werden bestehende Tabellen angezeigt. Ich möchte jetzt hier mal eine neue erzeugen. Nennen Sie mal Data Store Demo. Jetzt war im Vortrag schon angedeutet worden, die Struktur dieser Datenbank, die ergibt sich jetzt zum einen aus dem Aufzeichnungsprofil, wie ich das einstelle, und natürlich auch über die Signale, die ich anwähle, die ich da reinschreiben möchte. Das zeige ich Ihnen jetzt mal hier, die Aufzeichnungsprofile. Da habe ich schon mal eins vorbereitet. Hinzufügen würden Sie das hier über den Punkt Zeit DB Cloud Profil hinzufügen. Wichtig ist hier unten dieser Vorschaubereich. Der zeigt an mit so einem kleinen Beispiel, wie die Tabelle aussehen wird, die Sie gemäß hier Ihren oberen Einstellungen erzeugen werden. Immer vorhanden ist diese erste Spalte iTime, das ist also die Zeitstempelspalte. Die ist immer in UTC-Zeit. Alternativ oder optional können Sie hier über dieses Häkchen noch eine zweite Spalte für die lokale Zeit, nennt sich dann Local Time, hinzufügen. Ja, und jetzt haben wir hier, das sind die Default-Einstellungen, das wahrscheinlich gängigste Format, wie so eine Tabelle dann aussehen wird. Sie haben pro Zeitstempel eine Zeile, pro Signal, das Sie in Ihre Tabelle schreiben wollen, eine Spalte und dann entsprechend eben einen Sample-Wert pro Zeitstempel in der Spalte. Ja, diese Benamung der Signalspalten, die können Sie hier über das Attribut Name-Werte-Spalte auswählen. Ich habe hier den Signalnamen ausgewählt. Sie können auch die Signal-ID nehmen. Das ist dann die
ja, verklausuliert die Modulnummer, Signalnummer plus noch vorangestellt ein A für Analogsignale, D wären Digitalsignale. Die eckigen Klammern, Doppelpunkt, Punkt kann man natürlich nicht verwenden, deswegen wird das hier durch Unterstriche ersetzt. Ja, Sie können das auch hier ableiten aus dem Signalkommentar 1 oder 2. Die ID-Spalte, wie sieht das aus? Standard ist hier keine angewählt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal die Signal-ID auswählen, dann sieht das Tabellenformat ein bisschen anders aus. In dieser ID-Spalte, die heißt immer IID, würde jetzt hier, weil ich die Signal-ID ausgewählt habe, diese ID drin stehen. Und es gibt jetzt mehrere Einträge pro Zeitstempel. Hier die erste Spalte ist jetzt gedacht für das Signal, für das erste Signal. Alle anderen Signalwerte sind null. Der zweite Eintrag zu dem Zeitstempel ist für das Signal 2. Also die ID korreliert hier mit dem Signalnamen, Signal 1 Name. Steht der Wert hier drin, der Rest ist null und so weiter, spinnt sich das dann hier fort. Also Sie sehen über gewisse Einstellungen hier in dem Aufzeichnungsprofil können Sie bestimmen, wie Ihr Tabellenformat aussehen soll. So, wir verwenden jetzt einfach mal die Default-Einstellungen, wechseln zurück hier in die Konfiguration der Datenaufzeichnung. Wir müssen uns nämlich noch darum kümmern, ja, welche Signale wollen wir denn jetzt hier in unsere Tabelle schreiben. Ich habe hier alle Signale, die aus meiner kleinen Simulation stammen, in ein Modul gepackt. Ich markiere hier einfach mal das komplette Modul, weil ich das hier reinschreiben möchte. Und jetzt sind wir eigentlich soweit. Ja, wir sehen schon, ich habe hier die Signalauswahl verändert. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Struktur der Tabelle. Und ich werde gefragt, ob ich diese Tabelle nochmal überprüfen möchte. Ich sage hier mal Nein, weil ich Ihnen das gerne hier von Hand vorführen möchte. Sie klicken hier einfach auf Tabelle überprüfen. Es wird nachgeschaut, ob diese Tabelle in der Datenbank bereits existiert. In meinem Fall ist das nicht so. Das heißt, ich erzeuge diese Tabelle jetzt einfach mal manuell. Und wir schauen hier mal über das SQL Server Management Studio rein in die Datenbank, was sich da getan hat. Wir sehen, dass jetzt hier eine neue Tabelle Datastore Demo entstanden ist. Die Spalten sehen jetzt eben so aus. Es gibt diese iTime-Spalte, UTC-Zeitstempel, die Local Time und ich habe jetzt hier weitere Spalten für meine ganzen Signale und der Name ist eben der Signalname dieser Spalten. Jetzt machen wir noch ein paar andere Einstellungen. Diese Zeitbasis, dann gehen wir mal ein bisschen höher hier auf 10 Millisekunden. Das ist dieses Bulk Insert, was man hier konfiguriert. Also wir schreiben nicht jedes Sample einzeln, sondern wir sammeln erstmal 100 und schreiben dann diese 100 Samples zusammen. Triggern, es stehen eigentlich die gleichen Trigger zur Verfügung, wie Sie das von normalen Datenaufzeichnungen kennen. Ich möchte es jetzt hier nicht kontinuierlich schreiben, sondern ich habe hier in meinem Beispiel hier ein Q-Panel vorgesehen, wo ich auf den Knopf klicken kann und damit die Datenaufzeichnung triggern kann. Deswegen stelle ich hier mal als Starttrigger dieses Digitalsignal ein. Und wenn das läuft, ich beschränke mich jetzt hier mal für unseren Beispielfall auf 30 Sekunden sollen dann reingeschrieben werden. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ich denke, jetzt haben wir alles richtig eingestellt. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich wende die Einstellungen an. Sie sehen hier unten jetzt in den Datenaufzeichnungsstatus diese neue Datenaufzeichnung. Die wartet jetzt hier auf den Trigger. Momentan macht sie noch nichts. Verbunden ist sie mit meiner Datenbank. Ich klicke hier einfach mal drauf auf den Trigger. Wir sehen, hier läuft das jetzt los. Nach 30 Sekunden wird das jetzt wieder aufhören. Wir können schon mal hier reinschauen in unsere Tabelle. Mal die ersten paar Zeilen abrufen. Und das sehen wir tatsächlich. Ja, jetzt werden hier also diese Daten reingeschrieben, UTC-Zeitstempel, lokaler Zeitstempel, 2 Stunden versetzt.
Und ja, die ganzen Signalkanäle werden jetzt hier also im Abstand von 10 Millisekunden reingeschrieben. So funktioniert die DB-Datenaufzeichnung. Es wurde schon erwähnt, man kann auf diese Daten jetzt auch innerhalb der IBA Toolchain zugreifen, zum Beispiel mit dem IBA Analyzer. Das wollte ich Ihnen auch noch kurz zeigen. Sie brauchen natürlich hier die Datenbankschnittstelle im IBA Analyzer, die lizenzpflichtig ist. Zunächst mal muss die Datenbankverbindung eingerichtet werden. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Kurz testen, funktioniert. Und dann verwendet man hier einfach den Abfrageassistent beispielsweise für Trend-Queries. Man stellt hier die Tabelle ein, auf die man zugreifen möchte, in dem Fall diese Datastore-Demo-Tabelle. Ich beziehe meinen Zeitstempel aus der Local Time, habe hier schon mal alle Felder vorausgewählt, die ich hier abrufen möchte. Heute ist der 13. Da müssen wir hier nochmal korrigieren. Machen wir mal ab 10 Uhr. Ich führe die Abfrage aus. Und jetzt sehen wir hier das Ergebnis. Und das sind genau natürlich die Signale, die wir jetzt hier vorher auch in den Online-Trendgraphen gesehen haben. Sie können jetzt hier weitere Analysen auf diese Daten aufbauen. Sie können einen Report basierend auf diesen Analysen dann erstellen, das Ganze auch mit dem IBA-DAT-Koordinator natürlich dann entsprechend automatisieren. Also ganz nette Sache, dass man hier per IBA Analyzer auch darauf zugreifen kann. Das zweite, was ich Ihnen auch noch schnell zeigen möchte, Zugriff per IBA Davis. Ich melde mich hier mal kurz an. Ja, hier ist also auch diese Datenbank angebunden an den IBA Davis und diese Datastore Demo Tabelle. Ich habe hier ein Dashboard vorbereitet. Das zeigt hier immer die letzten 30 Minuten in den Trendgraphen an, die ich hier mal vorprojektiert habe. Und ja, die Daten kommen uns bekannt vor, die Signalverläufe. Das ist genau das, was wir jetzt hier auch gerade im IBA Analyzer und in den Online-Trendgraphen gesehen haben. Also Zugriff ist hier auch über IBA Davis möglich für weiterführende Visualisierung und Analyse. So, damit haben wir das Thema Datenaufzeichnung abgeschlossen. Wir kommen zu den Datenbankschnittstellen. Projektierung erfolgt ja über den IBA Analyzer. Sobald Sie eine Datenbankschnittstelle lizenziert haben in Ihrem System, taucht hier dieser SQL-Datenbankknoten auf. Datenbankverbindungen kann man hier direkt in dem Knoten projektieren. Ich habe hier schon mal die Verbindungen vorbereitet für meine lokale Datenbank. Sie können hier wieder auch den Datenbanktyp auswählen, so wie Sie das hier auch in der Datenaufzeichnung gesehen haben. Ja, wir verwenden jetzt hier diese SQL-Server-Datenbankverbindung zu meiner lokalen Datenbank. Vorgehensweise, wir fangen mal an mit dem Lesen aus Datenbanken. Wie bei anderen Schnittstellen auch, ein Modul hinzufügen. Funktioniert so. Dann muss man natürlich diesem Modul sagen, ja, mit welcher Datenbank soll es denn kommunizieren. Deshalb wählt man hier die Datenbankverbindung aus. Ja, jetzt brauchen wir ein SQL-Statement. Damit wir hier nicht so viel Zeit verlieren, habe ich mal eins hier vorbereitet. Ja, ein typischer Anwendungsfall, der wahrscheinlich öfters auftreten wird, ist, Sie haben in Ihrer Anlage ein Produktionsleitsystem, ein Level-2-System, wollen gerne Sollwerte zum Beispiel, die dieses System bereitstellt, lesen und mit Ihren sonstigen über andere Schnittstellen erfassten Daten zusammenführen, weiterverarbeiten, in DAT-Files abspeichern und so weiter. Das wäre eigentlich ein ganz klassischer Anwendungsfall, der damit ganz leicht zu erledigen wäre.
Ich habe deshalb, um mal hier bei diesem Beispiel zu bleiben, eine Tabelle gemacht. Setpoints nennt sich die. Sieht folgendermaßen aus. Ja, wir haben hier einfach eine Liste von Produkten, die jetzt hier in meiner kleinen Simulation durchlaufen sollen. Es gibt eine Produktionsreihenfolge, 1 bis 10 Produktidenten, Kunden und ja, bestimmte Sollwerte einfach, die sich hier ein bisschen unterscheiden in den verschiedenen Produkten. Und mein Statement möchte jetzt einfach ausgehend von dieser Produktreihenfolge immer das nächste in dieser Produktreihenfolge anstehende Produkt den Datensatz dazu abholen. So, wie kriegt man das jetzt hin, dass die Ergebnisse dieser SQL-Abfrage auch in Signale gemappt werden innerhalb von PDA? Das funktioniert folgendermaßen. Wir können diesen Query jetzt mal testhalber ausführen, Abfrage testen. Ja, das Ergebnis ist wie erwartet. Das ist also die eine Zeile aus meiner Setpoints-Tabelle mit den entsprechenden Zellen hier. Und diese Zellen kann man jetzt über den Knopf alle SQL-Ergebnisse hinzufügen, mappen in die Signale. Sie sehen jetzt hier, wichtig ist diese Spalte Spaltennummer, Zeilennummer. Das ist letzten Endes eine Referenzierung innerhalb dieses Ergebnisgrids. Alle Signale, die ich jetzt hier übernommen habe, haben die Zeilennummer 0. Wir haben nur eine Zeile mit dem Index 0, deswegen referenzieren wir die 0. Zeile unseres Ergebnisrecords. Und mit der Spaltennummer referenziert man jetzt hier diese einzelnen Zellen, beginnend mit 0, 1, 2, 3 bis 7. Also 0 entspricht jetzt hier dieser ersten Zelle letzten Endes, also dem Produktidenten. Ja, Sie müssen das nicht so machen über diesen Knopf. Sie können das hier natürlich auch von Hand projektieren, wenn Sie jetzt hier nur an einzelnen Ergebnissen des Queries interessiert wären. Dann bietet es sich natürlich allerdings auch an, diesen Query zu reduzieren, dass der wirklich auf das Minimum reduziert ist, was Sie auch wirklich brauchen in Ihrer Anwendung. Denn alles, was Sie natürlich zusätzlich abfragen, kostet Performance und muss ja nicht unbedingt sein. Ja, was machen wir jetzt hier? Wir müssen noch festlegen, wann dieser Query ausgeführt werden soll. Wir machen das Ganze jetzt hier mal zyklisch. Es gibt noch weitere Trigger-Optionen auf Änderung von Signalen oder auf ein Triggersignal. Wir führen den Ganzen hier jetzt mal zyklisch aus, alle Sekunde. Wende die Konfiguration an. Nein, das brauchen wir nicht. Und wir wechseln hier mal in eine andere Ansicht, die ich schon vorbereitet habe. Ja, wir sehen jetzt hier, es ist im Signalbaum ein Modul 2 neu entstanden, das jetzt genau diese Signale des Queries abbildet. Die habe ich hier schon mal alle in diesem Trendgraphen herausgezogen und wir sehen auch schon, es ist aktuell genau das Ergebnis, was wir hier erwarten. Also das erste Produkt hier in unserer Setpoints-Tabelle mitsamt seinen Sollwerten. Wenn ich jetzt hier beispielsweise in der Setpoints-Tabelle mal einen rauslösche, hier diesen ersten Rekord beispielsweise, den schmeiße ich jetzt einfach mal raus. Dann rutscht er das nächste Produkt an die erste Stelle. Ja, und wir sehen, die Abfrage, die jetzt hier alle Sekunde ausgeführt wird, liefert jetzt natürlich ein anderes Ergebnis. Also das ist ein ganz kleines Beispiel für einen eine statische SQL-Abfrage, die wir jetzt hier projektiert haben und wie man das Ganze in PDA-Signale überführt. Jetzt möchte man das Ganze natürlich auch dynamisch gestalten. Da mache ich jetzt mal ein zweites Beispiel dazu. Wir wählen wieder die Datenbankverbindung aus. Ich habe hier wieder eine Abfrage vorbereitet. Ja, wir sehen hier schon in Magenta ist jetzt hier ein Parameter, wird hier verwendet in der SQL-Abfrage. Letzten Endes ist es wieder die ähnliche Abfrage auf die Setpoints-Tabelle mit allen ihren Spalten. Aber wir wollen jetzt einen ganz bestimmten Produktidenten abfragen. Der könnte jetzt zum Beispiel durch Ihre
Automatisierung festgelegt werden. Beispielsweise haben Sie jetzt eine S7 Explorer im Einsatz, weil die S7-Steuerung den aktuellen Produktidenten kennt. Und dann könnten Sie jetzt hier diese Signale entsprechend verwenden, um diesen Parameter zu befüllen. Letzten Endes ist das hier ein Platzhalter und wir müssen jetzt eine Zuweisung treffen, welches PDA-Signal zur Laufzeit für diesen Parameter Platzhalter verwendet werden soll. Das macht man hier auf der rechten Seite des Dialogs. Ein Klick auf diesen Pfeil hier sucht alle Parameter aus dieser SQL-Abfrage heraus und listet die hier drüben auf. Und jetzt kann ich hier eine Zuweisung machen, welches Signal ich hier verwenden möchte. Um das hier ein bisschen demonstrieren zu können, habe ich wieder ein Q-Panel vorgesehen. Also ich habe hier, Sie sehen das hier im Hintergrund, ein Texteingabefeld, wo ich einen Identen vorgeben kann, den ich dann abfragen möchte. Deswegen weise ich jetzt hier mal dieses Text-Input-Signal zu. Damit ich die Abfrage auch testen kann und auch diese Signalzuweisung dann machen kann, muss natürlich hier in dem Parameter ein Beispielwert, Testwert haben wir es genannt, vorgesehen werden. Sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Ich trage hier mal einen gültigen Testwert ein. Und teste die Abfrage. Also jetzt wird dieser Testwert anstelle des Parameters für diesen Abfragetest verwendet. Das Ergebnis ist wieder das, was wir erwartet haben, also dieser zweite Eintrag aus meiner Setpoints-Tabelle. Das kann ich jetzt wieder, wie vorhin schon gezeigt, zuweisen in meine Signale. Das Ganze triggern wir jetzt mal ein bisschen anders. Ich habe hier diesen Q-Panel-Knopf, sehen wir hier auch auf der rechten Seite. Also ich möchte das genau dann ausführen, wenn ich auf den Knopf klicke. Dazu verwenden wir hier die Triggermöglichkeit bei Trigger. Und da verwende ich dieses Signal. Ich hoffe, das ist das Richtige. Jawohl. Ja, damit müssten wir alles korrekt projektiert haben. Wir versuchen es mal. Ich wende hier die Konfiguration wieder an. Da habe ich einen zweiten Trendgraph vorbereitet, der zeigt alle Signale dieses neu entstandenen Moduls 5. Ja, aktuell steht hier noch nichts drin. Produktident ist leer, alle anderen Analogwerte stehen auf dem Default-Wert 0, weil die Abfrage wurde ja noch nicht ausgeführt. Sie wird ja erst ausgeführt, wenn ich hier auf den Knopf klicke, weil das ja mein Triggersignal ist. Ja, ich trage jetzt hier mal einen Produktidenten ein, den ich abfragen möchte. Ich nehme mal wieder den Zweier, schicke hier die Abfrage los und genau jetzt wird der Aktualwert dieses Signals aus dem Q-Panel in dieses SQL-Statement übertragen über den Parameter und dann eben entsprechend ausgeführt. Ich kann das hier nochmal ändern, nächster Produktident wieder abfragen und so weiter. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel hier, das über das Q-Panel zu machen. Das kann natürlich, da habe ich vergessen zu übernehmen. So, jetzt stimmt es. Ist nur ein Beispiel. Die Daten, die Sie in den Parametern verwenden können, natürlich irgendwo über andere Schnittstellen des PDA-Systems herkommen. Also das war ein kleines Beispiel, wie man dynamische Queries hier parametriert über die Verwendung von Parametern innerhalb des SQL-Statements. Wir müssen ein bisschen aufpassen, je nach Datenbanktyp ist die Notation für die Parameter ein bisschen anders. Bei SQL Server ist die Notation so, dass hier dieses Ampersand-Zeichen verwendet wird. Ja, wir wenden uns jetzt den Ausgängen zu. Das ist auch ein durchaus interessanter Anwendungsfall. Ich habe hier zwei Module vorbereitet, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ja, der Unterschied bei der Ausgangsseite ist, hier gibt es keine Analog-Digital-Signale, weil ja, wir wollen ja nichts in PDA-Signale überführen, sondern wir wollen Signale, die das PDA schon im Bauch hat, quasi über ein SQL-Statement an eine Datenbank übergeben, da reinschreiben.
Ich habe hier ein Beispiel für ein Update-Statement mal geschrieben. Da habe ich jetzt hier mehr Parameter im Einsatz und diese Parameter sind jetzt hier mit den Ist-Werten aus meiner kleinen Anlagensimulation bestückt. Testwerte habe ich auch eingetragen. Abfrage können wir testen. Bei den Ausgangsabfragen ist es so, dass da immer sofort auch ein Rollback ausgeführt wird, weil wir wollen ja durch den Test der Abfrage nicht wirklich Daten in die Datenbank schreiben, also da keine Änderungen herbeiführen. Ja, was könnte jetzt der Anwendungsfall sein? Also Planstatus habe ich mal die Tabelle genannt. Ich mache sie hier mal auf. Ja, das ist, findet man auch immer wieder in Anlagen, in Maschinen. Es wird zum Beispiel über Dashboard-Anwendungen, die auf Datenbanken zugreifen, einfach der aktuelle Zustand einer Maschine, einer Anlage visualisiert, einfach zu Informationszwecken. Das Gleiche mache ich jetzt hier auch mal. Ich möchte hier über diese Planstatus-Tabelle bekannt geben, welcher Produktident wird hier gerade, läuft da gerade durch meine Anlage, für welchen Kunden und ja, welche Ist-Werte habe ich hier gerade in meiner Anlage und so ein Counter habe ich auch in meiner Simulation. Also wie viel habe ich denn jetzt schon an Produkten durchlaufen lassen durch meine Anlage. Ja, dieses Statement wird jetzt hier auch wieder zyklisch alle Sekunde ausgeführt. Ich muss das hier nochmal anwenden, weil das deaktiviert war. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, wenn wir diese Tabelle jetzt einfach mal aktualisieren, vielleicht mal auf diese Geschwindigkeit schauen, das ist der Wert, der sich am meisten ändert. Ja, Sie sehen einfach, wenn ich hier immer weiter Aktualisierungen der Tabelle mache, die Tabelle wird jetzt einfach zyklisch alle Sekunde aktualisiert über dieses Update-Statement und bildet quasi einen Ist-Zustand der Anlage ab. Zweites und letztes Statement, das ich auch vorbereitet habe, hier ein Insert. Das wäre auch so ein typischer Anwendungsfall. Sie wollen so ein, ja, letzten Endes ein Betriebsdaten-Logging bei Ihrer Maschine machen. Das könnte man zum Beispiel hier mit einem Production Log habe ich es mal meine Tabelle genannt, wo einfach der Ident und der Kunde der ganzen produzierten Materialien eingefügt wird in die Tabelle über ein Insert. Zuweisung passiert hier wieder genauso über die Zuweisung der Parameter zu PDA-Signalen. Ich wende das auch mal an. Die Tabelle habe ich hier vorbereitet. Auch mal hier die Ansicht. Momentan ist die noch leer, weil wir müssen erstmal hier warten. Der Trigger habe ich vergessen zu zeigen. Der Trigger ist hier dieses Product Start Signal, das 3.0. Also immer wenn hier ein neues Produkt in meiner Anlage produziert wird, durchläuft, dann wird dieses Insert Statement getriggert. Jetzt haben wir hier einen Trigger. Das heißt, jetzt müsste hier schon mal ein Eintrag vorhanden sein. Jawohl, hier ist der erste, ist schon da. Jetzt kommt der zweite und so weiter. Also ein kleines Beispiel für ein Betriebsdatenlogging, was Sie jetzt hier über die SQL-Schnittstelle machen können. Ja, damit bin ich am Ende mit meiner Vorführung. Wir kommen jetzt zum Frageteil. Zeit ist auch schon ja, quasi abgelaufen, aber wir nehmen uns jetzt einfach noch ein bisschen Zeit für 2, 3 Fragen. Weiß nicht, was da im Chat schon eingelaufen ist. Bisher noch nichts. Nee. Alle wunschlos glücklich. Ja, Doch, man jetzt meint, da kommt ist hier was. Ja. Ja. Ja, eine Frage, die kann ich hier vielleicht, weil mein Bildschirm noch offen ist, zu sehen. Ist der SQL-Query, den man im IO-Manager definiert, darauf angewiesen, dass das Query als Ergebnis nur eine Zeile liefert? Nein, das ist nicht so. Wir können das ja beispielsweise hier mal ändern. Machen wir hier einfach mal 2 draus.
und testen diese Abfrage nochmal. Dann habe ich jetzt hier 2 Zeilen als Ergebnis. Und ja, man referenziert das Ganze hier einfach über die Zeilennummer. Das heißt, wenn ich die Ergebnisse jetzt hinzufüge, habe ich hier einfach 2 Sätze dieses Ergebnisses und die unterscheiden sich dadurch, dass ich einmal die Zeile 0 habe und einmal die Zeile 1. Also ich kann hier auch, wenn ich beispielsweise die nächsten 3 Produkte, die zur Produktion stehen, abfragen möchte, jetzt mal um bei meinem Beispiel zu bleiben, und die vielleicht im Q-Panel anzeigen möchte, dann kann ich das auch so tun. Also es sind auch mehrzeilige Abfragen möglich. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Genau, jetzt kommt noch eine neue Frage. Wie reagiert die Datenbankschnittstelle, wenn zwischenzeitlich die Verbindung zur Datenbank verloren wird? Stefan, da kannst du am besten. Ja, muss man vielleicht mal erstmal auf die Datenaufzeichnung drauf eingehen. Also aktuell ist es so, wir haben einen Puffer vorgesehen, den man hier bei der Datenbankaufzeichnung einstellt. Allerdings ist das aktuell in der Version 7.2 ein Puffer, der im Speicher gehalten wird. Es wird hier so eine Abschätzung gemacht, wie lang dieser Puffer vorhält. Man kann das ja bei der Datenaufzeichnung relativ gut vorauskalkulieren, weil man ja weiß, was hier geschrieben wird, weil es ein zyklischer Vorgang ist. Meine 50 Megabyte reichen jetzt hier für 13 Minuten, 54 Sekunden Ausfall. Wenn ich das hier natürlich ein bisschen langsamer mache, meine Basis hier, dann wird sich dieser Wert ändern. Dann sind wir hier bei 2 Stunden 19 zum Beispiel mit meinen 50 Megabyte. Das Problem ist, wenn Sie die Erfassung neu starten, dann ist dieser Puffer im Speicher weg. Also damit haben Sie erstmal Daten verloren. In der nächsten Version, in der Version 7.3 von PDA, wird es da einen filebasierten Puffer geben, der hier zusätzlich eingerichtet werden kann. Und der kann dann auch sehr, sehr groß sein, um da längere Ausfälle zu überbrücken. Beim Interface auf der Ausgangsseite ist das dann genauso. Also aktuell ist es hier so, dass Sie hier eine Queue-Größe als Puffer vorgeben können. Also in dem Fall sind 1000 Statements, die Sie hier, ja meistens wird man das ja wahrscheinlich getriggert machen, gepuffert werden. Und bei Verbindungsausfall und dann Wiederkehr der Verbindung werden diese Statements dann nachgeholt. Da wird es aber auch in der nächsten Version eine filebasierte Pufferung geben. Ja, ich habe hier noch eine Frage. Ja. Und zwar habe ich richtig verstanden, dass die Automatisierung des Datenschreibens über die IBA Analyzer DB Schnittstelle nur über IBA DAT Koordinator erledigt werden kann. Das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber kann ich ganz kurz sagen, der IBA Analyzer DB hat auch Kommandozeilenoptionen. Also man kann natürlich auch da skripten und darüber was automatisieren mit den üblichen Mechanismen. Ist nicht nur auf den DAT-Koordinator angewiesen, aber der DAT-Koordinator ist das klassische Mittel der Wahl an der Stelle. Okay, ganz kurz. So, Lizenzierung, kannst du vielleicht? Ja, machen wir die letzte Frage noch, damit wir die Zeit nicht zu lang werden lassen. Wir beantworten alle Fragen, die jetzt noch zusätzlich auftreten, dann gerne per E-Mail auch im Anschluss. Aber die eine Frage, die nehmen wir noch mit rein. Ist die Lizenzierung pro Datenbanktyp oder pro DB-Verbindung? Ja, ist eine Mischung von beiden. Also es ist immer pro Datenbanktyp lizenziert. Also Sie brauchen auf alle Fälle sowohl für das Interface als auch für die Datenaufzeichnung eine Lizenz für den von Ihnen verwendeten Datenbanktyp. Bei der Schnittstelle ist es so, dass eine Lizenz berechtigt Sie, dass Sie jetzt hier 8 solche Module verwenden können, wobei die Eingangsmodule und die Ausgangsmodule separat zählen. Also jetzt in meinem Fall habe ich jetzt 4 verbraucht von den 8 verfügbaren. Man kann das Ganze dann erweitern mit diesen One-Step-Up-Lizenzen. Das Konzept ist das gleiche wie bei anderen Schnittstellen.
so dass Sie in maximal 32 Module betreiben können. Warum 32? Ja, das ist irgendwie mussten wir es mal begrenzen und für den Anfang haben wir uns mal auf 32 festgelegt, einfach auch aus Performance-Gründen, um da ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein. Aber letzten Endes ist das auch erweiterbar, wenn wir also merken in den ersten Anwendungen, ja, keine Probleme, da kann man auch deutlich mehr noch damit machen. Werden wir wahrscheinlich in Zukunft diese Grenze von 32 auch erhöhen. Bei den Datenaufzeichnungen ist das Konzept so wie bei allen dieser Streaming-Datenaufzeichnungen. Die Lizenzierung ist auch pro Datenbanktyp, aber es bemisst sich nach der Gesamtzahl der Signale, die Sie jetzt hier wegschreiben. Also wenn Sie jetzt hier einfach 4 solche Datenaufzeichnungen haben, ist das egal, das geht nicht in die Bewertung ein, sondern es zählt, wie viele Signale Sie hier insgesamt in Ihren Datenaufzeichnungen wegschreiben. Danach bemisst sich die Lizenz. Gut, dann wechseln wir mal zurück. Detlef, du hast noch ein paar Ankündigungen. Ich habe noch ein bisschen was zu sagen. Und zwar, wir sind natürlich weiter für Sie da. Wenn Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich bei uns. Wir machen das gerne individuell am Telefon oder per E-Mail. Kontaktieren Sie uns und dann beantworten wir natürlich weitere Fragen. Es gibt auch mittlerweile sehr schöne, umfassende Handbücher zu diesen Funktionen und da kann man das Ganze nachspielen und dieses Webinar steht auch, glaube ich, dann später im Download nochmal bereit, wer sich das Ganze nochmal anhören möchte. Dann möchte ich noch um eine Sache bitten, wenn Sie im Anschluss sich kurz Zeit nehmen und ein paar Fragen beantworten würden zum Webinar für unser Feedback. Und als weiteres möchte ich noch darauf hinweisen, dass es weitere Webinare gibt. Und zwar nächste Woche das Webinar Trendgraphenelemente und weitere neue Funktionen in eBay Analyzer 7.2. Auch da hat sich was ganz Bemerkenswertes getan im eBay Analyzer. Und das wird der Tobias Seitz mit mir zusammen machen. Und dann am 10.11. das Webinar Online- und Offline-Ereignisse in eBay HD-Server speichern. Auch da ist der HD-Server macht einen großen Schritt nach vorne zusammen mit dem eBay DAT-Koordinator. Da werden die Kollegen Thomas George und Gerald Schöppner ein Webinar durchführen. Ja, aus meiner Sicht wäre es das dann bis hierhin. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ja, freuen uns auf die nächsten Veranstaltungen. Eine Sache noch, es gibt natürlich eine Broschüre, Messdaten erfassen, auch die ist entsprechend aktualisiert, wo Sie das Ganze auch nochmal sehen können und die im Download bei uns erreichen können. Recht schönen Dank. Ja, danke schön. Bleiben Sie gesund.